talk about international relations, you're obviously talking about governments and politics and all of that. Yeah, I think trust is the foundation of every relationship, so it's the same for international relationships. In der Diplomatie ist es schwierig, mit anderen Partnerinnen überhaupt zu sprechen, wenn Vertrauen nicht da ist. If you don't trust international organizations, they cannot function. Hochwasser war ein schönes Beispiel, da haben wir sehr stark mit den Polen zusammengearbeitet. Die hatten Wasser bei sich, wir hatten Wasser bei uns und wir mussten miteinander das Problem klären. Da kommen wahnsinnig viele Menschen, Kulturen, Charaktere, Geschichten zusammen, die alle irgendwie miteinander verbunden werden müssen für Verträge, für Abkommen. Und nur wenn wir quasi uns gegenseitig, also auch darauf vertrauen, dass ein Land, ein Partner auch das einhält, können wir überhaupt arbeiten. Also ein schönes Beispiel wäre ja Völkerrecht, basiert im Endeffekt auf Vertrauen. Und wir sehen, dass das oft nicht funktioniert. Ich denke, dass Vertrauen auf jeden Fall eine riesengroße Rolle spielt. Und das ist leider in den letzten Jahren in meinen Augen so, dass dieses Vertrauen bei den Weltmächten oder vermeintlichen Weltpotenzen nicht mehr da ist. Ich denke, dass wir leider militärische Bündnisse brauchen, weil ich komme aus Estland, unser Nachbarland ist Russland. Russland hat letztes Jahr Ukraine angegriffen. Also ja, es ist einfach wichtig, leider. I have a feeling that if Ukraine was a member of NATO, lots of terrible things we are experiencing now wouldn't happen. Ukraine cannot defend itself from a huge country like Russia, who has more military power. So he needs to have allies. Militärischer Bündnis ist also wichtig, insbesondere in Taiwan, weil Taiwan ist so klein. I would say that I don't agree with interventionist countries. That's my whole answer coming from Latin America. Ich glaube, dass man Verteidigungsbündnisse braucht, auch für die Zukunft, um Konflikte beizulegen. Persönlich, und das ist aber jetzt meine ganz persönliche Meinung, wäre ich eine große Verfechterin der Europäischen Armee, weil ich glaube, dass wir zwar aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs lernen müssen, aber es geht nicht darum, sich aufzurüsten, sondern es geht darum, sich verteidigen zu können. I don't think the world should have militaries. And thus, they don't have to cooperate. I think human beings should talk to each other. The barrel of a gun in itself is ridiculous. You can't have conversations with guns in your hands. Also ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass es auch kulturellen Austausch gibt. Klar, ich meine, Kulturinstitutionen haben immer halt zwei Seiten. Klar, für das Land, das diese Institutionen hat, ist es auch sehr wichtig, die eigene Softpower zu verbreiten. Aber andererseits natürlich sind auch dazu einfach über Kultur sich auszutauschen, über Demokratie. Ich würde sagen, dass kulturelle Institutionen eine extrem große Rolle spielen, um das Vertrauen in Staaten und Menschen zu verstärken. I think cultural organizations, they do a lot of, for example, performances, musical performances. That is really nice for people to understand each other. But I think there needs to be an exchange. I think that the best way to trust other cultures is to get to know the people. It can be by traveling, by just talking to someone who lives in your country and comes from another country. Because when you talk to people with one individual, you can see that they are so trustworthy. It doesn't matter where they come from.